Das Alexanderhaus ist ein Ort, der Geschichte auf ganz besondere Weise verkörpert. Und zwar kann man an der Geschichte des Hauses erkennen, was für Auswirkungen die große Geschichte auf die Familien, die das Haus bewohnt haben, und einzelne Familienmitglieder hatte. Anfang 2017 hat der Alexanderhaus-Verein sein neues Programm gestartet. Es heißt Community Dialogue und wir haben es mit Gemeinschaftsdialoge übersetzt. Some questions, and you will go to the parts of this world map that is important to you. Yeah, we can all move together. Der Alexanderhaus-Verein entwickelt in Groß-Glienicke eine neue Methode der Gemeinschaftsdialoge. Es ist eine Methode, die einen historischen Ansatz verfolgt. Wir verwenden Geschichte, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Nächste Frage. Wo lebt ihr jetzt? Geschichte insofern, als dass wir die Geschichte des Alexanderhauses teilen und die Menschen darüber miteinander in Verbindung bringen. Wir laden die Beteiligten aber auch dazu ein, ihre persönlichen Erlebnisse miteinander zu teilen. Deswegen haben wir die erste Workshop-Reihe auch Wie ich nach Groß-Glienicke kam genannt, Lebensläufe und Lebengeschichten. Also in Deutschland, aber in Groß-Glienicke sind eigentlich sehr nett und ich hatte eigentlich keine Probleme mit den Leuten. Also ich habe keine Probleme mit jemand hier in Deutschland gekriegt. Und ich fühle mich hier voll und bequem und alles ist gut hier und gefällt mir eigentlich. In der Kirchengemeinde hier es eine ganze Reihe von Tabus gibt, die nicht angesprochen werden dürfen, die nicht angesprochen werden können, die nicht angesprochen werden sollen. Die ganze Bandbreite, weil die Spannung zwischen Ost und West hier eben doch nur unter den Teppich gekehrt ist und nicht wirklich bearbeitet wurde. Kam die Wende, ich war ja vor der Wende hier. Und dann war vieles anders. Auf einmal war mein Betrieb, in dem ich arbeitete, in Groß-Glienicke, musste Konkurs anmelden, wurde geschlossen. Auf einmal war der halbe Ort arbeitslos. Das war für uns eine ganz neue, ungewohnte Erfahrung, mit der viele nicht klargekommen sind. Ich habe auch gedacht, arbeitslos, das kann doch nicht sein. Es war aber so. Ich würde sagen, das, was sich ähnelt. Also ich höre manchmal morgens immer im Deutschlandfunk Koran erklärt oder andere Dinge und das gibt es ja auch in anderen Richtungen und vielleicht sowas, was haben die, zum Beispiel 3 Religionen, die dann meistens so erklärt werden, was haben die ähnlich oder gemeinsam sogar. Das finde ich dann noch besser, wenn man das ein bisschen so einen Aha-Effekt haben möchte. Nicht? Warum ist das Zuckerfest oder vielleicht haben wir das Fastenzeit, also gibt es auch im Christentum und ähnliches. Was gibt es da denn, was wir alle eigentlich kennen müssten? Vielleicht nennen wir es noch anders. Ne? Ich habe mitdemonstriert, dass das Ufer wieder frei wird, denn der Uferweg ist ja, was der Kuhdamm für Berlin ist der Uferweg für Groß-Glienicke. Also er sollte von allen doch benutzbar zu betreten sein und für die Kinder zum Spielen und für die Alten oder für die Familien zum Baden und zum Fahrradfahren. Das wäre unser Traum und das. Aber ob ich das noch erlebe, nein.
Sozialer Zusammenhalt bedeutet, dass die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Perspektiven immer noch empathisch daran interessiert sind, was die anderen Menschen denken, wie sie fühlen, dass sie versuchen, die anderen von ihnen sehr verschiedenen Perspektiven zu begreifen. Und ich glaube, dass nur auf diese Weise ein positives Miteinander in einer Gemeinde möglich ist. Also gibt es viele Schwierigkeiten hier und also das geht für die Vorurteile und die Stereotype bei den Leuten, bei den Deutschen. Also die Deutschen kennen uns nicht und unsere Religion eigentlich. Und die haben Angst gegen die Araber oder gegen die Muslime oder Islam. Ja, deswegen wir müssen also diese Probleme zusammen lösen. Die Bürger und Bürgerinnen, die Angst hatten für den noch nicht da kommende Flüchtlinge, dass sie auch ein Forum hatten, wo sie ihren Ängste zur Sprache bringen können. Ich möchte nicht mehr hören, was wollen die hier dann? Jetzt hast du gehört, wir haben ja auch schon Ausländer wohnen und so. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Das sind Menschen genau wie ich und die wollen auch nur glücklich sein und zufrieden. Und die tun uns doch nichts, die nehmen uns doch nichts. Uns geht es doch gut. Und man kann doch von dem, was wir haben, noch abgeben. In den Workshops gab es ein ganz großes Bedürfnis, die Geschichten zu teilen, die Lebenserfahrungen. Es gab zum Beispiel das Bedürfnis zu sagen, ich bin auch geflohen. Wir hatten eine 83 Jahre alte Teilnehmerin, die als Kind mit nichts als den Kleidern am Leib nach Groß-Glienicke gekommen ist, auf der Flucht aus Ostpreußen am Ende des Krieges. Und gleichzeitig hatten wir mehrere Menschen aus Syrien in dem Workshop, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und plötzlich brach eigentlich alles Trennende weg und es wurde ganz deutlich, wie nah wir uns sind und wie verwandt diese Schicksale doch sind. Und das ist etwas, was mich sehr überrascht hat und sehr berührt hat.